brauche jetzt den Kill, wo er Hammer kann und alles ist mit Hammer gekommen, ist Mats Reformer. Dann habe ich ihm einen 150er Pump gegeben. Anstatt dass mein Keyboard auf Pistol wechselt. Digga, wieso höre ich mich jetzt dreimal? Ah, okay. Dann habe ich gejoggt mit Schießen. Habe ich die Pump einfach in den Hang behalten. Habe dann nicht schießen, dann bin ich noch gekiert. Er gibt mir einen 50er Pre-Fire. Ich replace seine Wall. Place einen Stair rein. Misse den Stair Edit, also choken. Dann läuft er einfach durch meine Stair durch. Also er ist drinnen gefadet gewesen. Ja. Kommt so drauf. Dann läuft er in meine Richtung, hat einen Pistol. Er gibt mir Triple-Dingt. Billig. Ja, 150 KP gehabt, also ich bin nicht dead gewesen. Oh mein Gott. Ja. Schon lucky. Kurz komplette Story erzählt, nice man. Kurz mal Lebensgeschichte auspacken. Ich lebe in der Sorry nochmal, dass ich heute geraged bin, aber Digga, ich habe dir etwa 5-mal geholt, dass der so kommen, Digga. Und du bist immer noch deine Einstellung am machen. Hey, ich habe keinen Cone mehr können bauen, weil auf X baue ich einen Cone. Und dann habe ich aber dort mit Hammer droppen. Ich habe sogar einen Clip, Digga, dass mir irgendwie sagen, dass es gar nicht so war. Ich habe wirklich etwa 8-mal gesagt, Levin, kannst du jetzt kommen, kannst du kommen. Hast du gemeint, hast du einfach Alter. Ja, hast du gehört, das gehört. Ich war dann in meinen Einstellungen gewesen. Und dann müssen grinden. Nein, du hast dann sogar gesagt, ich komme, Daddy. Und dann bin ich schon okay. Stimmt, dann bist du schon gegangen. Guter Call. Das ist wirklich nicht schlecht. Digga, aber meine Color-Einstellungen, die sind wild. Nein, aber ich meine, cooler Call, dass Daddy... Ja, ich weiß. Also... Ja, er ist dann schon weg. GG's. Wir wären gar nicht mal so vermehrt, so 5 Kills oder schon gehabt. Also... Das ist auch noch wissen. Ja. Ich habe heute entschieden, dass ich nächste Season, also Minimum nächste Season, nicht mehr Kommen spielen. Komisch? Nimm? Nein, nicht mehr. Ich höre auf. Scheiße, Mann. Wieso? Also ist Bandshot LFD oder wie? Ja. Aus dem Grund, weil ich Ende Mai, eine sehr wichtige Prüfung habe von meiner Lehre. Ja. Und Abschlussprüfung oder wie? Ja, also es, okay. Ja. Und will ich auf Keyboard betrachten. Oh, das ist geil, ja. Okay, Gugi. Er macht das. Das ist der Sense gegen. Ja, ich muss allgemein noch schauen, wie ich es genau mache. Aber... Hast du schon Keyboard? Nein, aber ich hol mir gerade das Apex TKL Pro. Aber glaub mir, hol kein Logitech Superlight. Ist nicht geil. Die ist fully overrated. Also Markus, so spielen sie zwar auch, aber glaub mir, die geht so schnell kaputt, erstens, und zweitens fühlt sie sich einfach nicht gut in der Hand an. Hey, aber Jungs, habt ihr alle so ein Mini-Keyboard? Ja. Ich kann das fucking Pyro-Keyboard. Ja, die geht so ganzes Kraft. Fucking dusty as fuck. Pyro-Keyboard. Hey, aber Staub drauf zwischen den Tasten. Hat's. Hey, aber so eine 100% Tastatur, wieso finden das alle so schlimm? Alle sagen, nein, das ist verdammt komisch. Ja, Platz weggenommen. Ist auch. Preference. Ja, mit so. Warte mal. Nein. Hey, das kann nicht sein. Doch, Bro. Warte, ich zeige dir das gut. Digga, du weißt, was 100% ist? Es hat ein Numpad, es hat dann noch die komische... Ja, schau jetzt hier. Schau hier, da ist meine Tastatur. Ja, du hast auch einen 3 Kilometer Witz. Da hier längt es Huren, oder? Bro, aber... Digga, schau mal, jetzt zeig mal die Tisch. Da geht's hier noch hinten, schau nicht da. der 3 Meter Tisch wie du, Alter. Verstehst du, Alter? Schau, verdammt sexy im Fall. Ohne Witz. Das ist verdammt sexy. Ja, du als Streamer kannst locker 100%. Tu mal den Stream auf vom SPC. Twitch. Ist gut. Was machst du gerade? Apex, aber das. Oha. Einfach nicht stumm schalten, einfach die Webseite stumm schalten. Einfach für die Viewers, hä?
Ja. Let's go. Ja, nein, das für den Ossi-Stream auch schalten. Ich sehe das gar nicht. Doch, Swiss beim Ja. Ja, also. Aha, hier. Ich glaube, Hast der du- Domi kommt nicht. Es hat mir nicht nach Viewer sortiert, wie Wer hat random. alles angemeldet? Wir 5, die da sind. Machst du jetzt die Liste? Ja. Also was hat man? Die Webseite stumm schalten und nicht der Stream? Ja, Ja, das einfach heißt nicht, dass wir... auf den Tab oben rechts, also oben drücken und nachher rechtsklicken auf den Tab. Und dann Webseite stumm schalten. Ich bin verwirrt, ich habe noch nie Tab stumm geschaut. Alter. Neue Follower, Ja, kann Levin. GG. Ja, habe ich mir jetzt auch gerade überlegt, wieso ich nicht gefolgt. Ja, Warte mal. ich glaube, Wir haben doch schon Watchtime. Ist der Levin irgendwie. Watchtime. Ich hatte doch safe schon Watchtime gehabt. Das kann nicht sein. Eines, wo ist ein anderer Stream gewesen, also nicht von dem Game, ich weiß nicht mal, was das für ein Game ist. Aber eines habe ich geschaut, wo wir sind lang gefahren, Wie random. Ja, schauen kannst du ja. Ja, aber warum soll es Ey, mit weißt du, ich bin wirklich verwirrt. Wie schaut ihr das stumm, Alter? oben, beim Oben, Dings, neben dem Twitch-Symbol? Rechtsklick auf den Tab oben. Hey, nein, nicht mal rechtsklick, bei mir zeigt es das direkt an. Aber du hast schon US 11. Ah, Jetzt habe ich es gefunden. Gut. oh, jetzt geht's ab. Nur wenn du stumm schaltest, ist es schnell wie, als würdest du nicht zuschauen, oder wie? Ja, das ist nicht ein Viewer dann. Ah, okay. SBC Bandshot hat das Video. All 9 Zones. Let's go. Alle drin? Ja, Alter, ich muss gerade schauen, das Script ist. oh ja, Stream gemutet. Das Script vorgehen. Darum schaut zum Aufheben, so. Ab geht's. Oh nein, der hat Englisch, oder was? Falsches Tab. Close Date ist dann nächste Woche, glaube ich. Das ist auch Low wichtig. State. Ja. Was ist das? Genau darum mache ich es dann nächste Woche. Gut. Weil das wissen so viel nicht und das ist eigentlich etwas vom Wichtigsten. Also der Status vor Zone, oder wie? Nein. Nein. Close Date ist der wie soll ich das erklären? Ja, ist eigentlich nicht wichtig. Nächste Woche ist wichtig. Sind das Spots, wo gefährlich sind und welche nicht, oder? Nein. Also, nee. Mehr mental Ah, für okay. dich selber. Eine mentale Einstellung, so gesagt. Easy. Also hat es nichts mit der Zone zu tun. Also eigentlich gar nicht game-spezifisch. Ah, okay. Das habe ich schon gedacht, wo sonst wäre ja, es ist ja eigentlich nicht Fortnite-Game, das kann ja gar nicht sein. Sonst- Hä? Was? Ja, Blake sagt die ganze Zeit, es wäre etwas von Fortnite, irgendwie mit Zone oder so, aber hast du nicht gesehen, beim YouTube-Video ist ja ein anderes Game im Hintergrund gelaufen anstatt Fortnite. Ja, aber das kann Ich ja hab- das Intro gewesen sein. Ja, wäre ein bisschen weird. Ja, Amar hat ja auch immer COD gestreamt. Ja. Schon immer noch COD-Werbung reingekommen. Nochmal, eben, die da sind, das ist gut, dass sie da sind, aber es ist halt schon wichtig, dass ihr an den Trainings immer dabei sind, wenn es möglich ist. Ja. Weil das ist eigentlich ein offizieller Teil vom Team. Ja. Da sollten eigentlich auch immer alle dabei sein. Yes. Also, ich muss einfach am 9 Uhr offline gehen, hat es geheißen. Ja, das ist dann einfach so, aber wenigstens Also. bist du da. Nicht so wie andere. Ja. Also. Nachher zweite Frage ist, eben wegen der Teilnehmerzahl auch. Ihr sind, glaube ich, so die immer da sind. So ich es jetzt mitbekommen. Ja, es geht. Ich bin zweimal. By the way, Ja, auf jeden Fall einfach die meisten. Ja. ich mache nicht Snitch oder so, aber Ding ist der online. Der Leon, der Anger. Aber ja. Ja, es kann nicht. Sie schauen einfach nicht in Discord. Ja, Ich check's auch nicht, wieso der Leon einfach sagt,
Discord gibt Input-Delay, das ist irgendwie das Dümmste, was ich jemals gehört habe. Ja. Ja. Er sagt, Discord gibt Input-Delay. Aber das ist manchmal wirklich. Aber nur manchmal, ich check es Das ist nicht. irgendetwas Nein, anderes im Discord Hintergrund, ist- aber Ja. Discord ist das Tool für Voice-Chats, Oder einfach kannst Ja. nicht so für Gaming. Ja. Also es kann nicht sein, dass Geht dir absolut Discord nicht. Input-Delay gibt. solange du irgendwie Ding, keinen Plan Ah, nee, einfach Videoübertragung, das downloadest fickt mich. oder was auch immer. Eben, Ja, da wenn muss du andere irgendetwas anderes im Videos Hintergrund anschaust, sein. schon. Aber sonst ja nicht. Ja. Also ich verstand, wenn du Übertragungen machst, dann leckt es schon. Aber Ja, sonst Ja. nicht. Aber. Ja, das meine ich. Aber ja. Also, rein da. Und nachher, zweitens ist da im letzten Training, wann haben wir das letzte Training gehabt? Ist das letzte Woche gewesen? Ja, Vorletzte. letzte Woche sind wir nicht da gewesen. Ja, habe ich nicht Wir können, kennen. Stimmt. weil ich krank war. Was haben wir dort gemacht? Ich weiß schon wieder nicht mehr. Ja, nur bei euch beim Practice zugeschaut, das habe ich gesehen. Also bei Ding, Realistics. Mhm. Ich bin nicht da gewesen, weiß nicht. Oder ist es noch immer um Ding gegangen? Wir haben Videos angeschaut. Ja, ich kann es sehen. Wir haben das neue vom Pixie Review geschaut. Dann vom Solo Cash Cup Sachen angeschaut. Und Void Review haben wir da, glaube ich, auch. Und Haben wir und da, Rival Rock haben wir noch angemeldet. ja, haben wir da irgendwelche Fragen noch? Hat da irgendetwas noch? Also darf ich Unklarheiten fragen, gegeben? welche Videos? Oder schaue ich mir die dann eher noch privat an? Musst du ein bisschen weit scrollen. Okay. Ganz gerade. Warte mal. Also, Ich tue dir per DM nochmal schicken. Also, kannst du mir die auch noch schicken? Ja, kann ich. Ich Ja, Ich so. kann auch einfach nochmal da schicken. Ja, ist gut. ja, aber Bandshot wirklich, dieses Warm-Up-Video, das musst du irgendwie fixieren, Alter. Das mit der Hand. Mhm. Digga, das ist so göttlich. Hey, weißt du, was ich mich noch gefragt habe? Ja. Es hat ja jetzt noch kein in dem Sinn Chat nur für Practice Maps oder so. Ja. Wenn man vielleicht Ja, so einen das- könnte ich stellen. kann mal fragen, ob wir das könnte der Main. Ja. Ich glaube, Mann, also bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, sie hat es schon mal erwähnt. gehabt. Ja, ich glaube schon auch, ja. Also ja. Das wäre halt wirklich, das wäre eigentlich huge so, oder wenn einfach nur Map-Codes, oder irgendwie, kein Plan. Ja. Einfach Map-Codes und oder vielleicht nachher auch noch ein Chat, einfach separat, dass man es einfach nicht so ein Durcheinander hat mit Schreiben und all dem Zeug, oder? Dass man einfach zum Beispiel auch noch einen Chat könnte machen für irgendwie YouTube-Videos, Practice-Videos oder so etwas. Oder dort sind einfach nur Videos, wenn dort etwas anderes sind, dann wird es gelöscht oder was auch immer. Du kannst auch legit einfach alles da hier schicken. Fall. Ja, aber dann geht es ein bisschen unter, glaube ich. Eben. Ja, aber das ist ja nicht von ihm das Problem. Er hat das Video geschaut, es ist ja nur zum Tipps da. Ja, Ja, das hat Ja, die ich will jetzt sagen, einzelne Chat. importieren. Einzelne Was ja Chat wäre das schon gut. durcheinander. Was Ja. hast du noch gesagt? Mapcodes und? Mapcodes und Videos, also Practice-Videos. Ich habe jetzt mal da hier geschickt, für alle, die es noch wollen. Merci. Ja. Ich kann das Ding. die Ah, ganze- der sind Hey, das- Jesus. Ah, okay. Du hast nur die Nachricht gezeigt, da ist ja kein Link dabei. Oben an Punkt. Meine Punkte. Ja, da Nachricht kann man einfach könnt ihr her, da kann man draufdrücken einfach und dann könnt ihr auf das Ding. Nachher, eben keine Frage zum letzten Training. in dem Fall. Nur. Nee. Oder Unklarheiten. Top. Ja, gut. Dann schauen wir uns mal das Video an, ne? Ja. Also es sind, glaube ich, warte. So. Es sind zweimal Zone-Videos, über Part 1 und Part 2. Mhm. Auch von Chapter 3 zwar, aber Ja, Egal. kommt aufs Gleiche. oder sogar Chapter 2, weiß gar nicht mehr. Und nachher noch, wie heißt Red. Falsche, glaube ich. Ja, das ist Jungs, falsch. habt ihr mitbekommen, dass Mersatz und Ding World Record gemacht haben? Ja, habe ich gesehen. Ich Viel. habe es interessant gefunden. Digga, Ja. 1020. Überleg dir das mal. Ja. Aber wie viel Wins habt ihr geholt? 4. Digga. Oh, wie viel? Von 6 Runden doch noch, oder? Ja, einfach 12. With max mats and heals, a great start. Ja, der war- Ah, ja, stimmt. 2 mal 6. Ja, so, sorry. Digga, stell dir vor, in 6 Runden 4 Wins.
Hat doch- with a Hat nicht mal die Buka mal... Malibuka heute? Malibuka heute 5 von 6 als Solo. Ja, das schon, das ist ja möglich. Dort hast du ja immer ein bisschen andere Gegner. So. Ja, aber Dort trotzdem. hat es kein Matchmaking. Open Elite ist auch nicht so viel. Wir gehen rein, Jungs. Ja. Ich will da nicht zu viel Zeit verlieren. And girls, what is going on? My name is Marin TM and welcome back to the channel. Today I'm gonna be going over how to play all 9 zones, or in other words, how to play a full game of Fortnite to the highest possible level. Before we get into that, around 41% of you guys watching are not subscribed, so if you haven't Ich glaube, du hast das Video schon gesehen. Ja, ich habe alle schon gesehen. been enjoying the daily uploads, consider subscribing. Let's also shoot for 2,000 likes for the YouTube algorithm. And now, let's get into today's episode. Firstly, we need to talk about before the first zone even appears, the pre-first zone. What you want to do is obviously start off by finding your drop spot, somewhere you're comfortable and where you can get good loot. If you decide to land a POI, you must go on Fortnite.gg and look at the POI you're landing at. What you then want to do is understand the strengths and weaknesses of the different buildings. Some buildings have a lot of floor spawns, but not a lot of chests. Others have a ton of chests, but nearly no floor spawns. Some buildings can give you 500 mats in the blink of an eye, whilst others give you near no mats. You have to find the best building suited for your playstyle. For me, the best type of building is the ones with a lot of mats and a lot of chests. I do not necessarily need that many floor spawns, and this is because I'm confident in my own ability to win off-spawn fights when I have a lot of mats and an okay weapon. When you've found your drop spot, you have to make a drop map for that specific building in that POI, so that you can get a perfect drop to your building every single time, 100% consistently. Having a drop map will already give you an advantage over literally 99.9% of players in Opens tournaments. And it's crucial to have, because competitive Fortnite is Opens Tournaments zum Beispiel, eben Contender Cup. all about minimizing RNG. Making a drop map takes a little bit of effort, but it's easily done to a very high standard in a few hours. All you need to do is test the different drops in Arena, or if you have a creator code, Ja, in kurze Customs, Frage. and find out where you can deploy your glider to get a Lohnt sich das, eine Drop Map zu kaufen? Nein. Du kannst ja Absolut selber eine machen, halt. Ja, es geht, also Ich habe legit im Camp innerhalb von einer Stunde meine eigene Perfect Drop Map gemacht. ja, Ich habe wirklich eine Stunde anhocken und dann du das bezahlst selber einfach machen. Zeit, die du Es selber- schießt halt schon an, aber es lohnt sich einfach. Und Ja. dort für das Geld auszugeben, ist einfach unnötig. Ja. Stimmt schon. Aber du, Vor allem ist dann nicht mal sicher, dass wirklich alle Drops schieben. ja, aber jetzt zum Beispiel gerade ein Also- Kollege von mir, der macht Drop Maps. Und der hat gesagt, er macht mir sie irgendwie für 1 Franken oder 2 Franken, weißt du, mehr so einfach. Weißt du, ich meine? Das Ja, ist also, ich kann schon supporten. Aber ich will jetzt nicht, safe nicht zum Random gehen. aha, nein, safe nicht. Nein, Das ist Kollege, aus- was sagst du, Ah. Blake? Also es gibt ja extra, also Official Drop Map Makers für halt so Pro-Players. Mhm. Und wenn halt jetzt so eine, also wenn du wirklich eine richtig gute Match, wo noch der Spot aus eingekreist ist und deine Loot Ways und alles, Mhm. also dann kann es sich schon lohnen, weil Ja. wenn du jetzt einen neuen Spot suchst in dem Sinn Ja. und halt einfach einen Drop Map für den Match, dann kann es sich schon lohnen, so einen zu zahlen. Also das ist nicht, glaube ich, auch so 7, 8 Franken, das ist schon nicht gleich so ein Preis in dem Sinn, aber hast du dafür nicht eigentlich wirklich Ja. eine gute Drop Map. Ist ihn, ja. Ja. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie bei einem Random, was auch immer, Ja, nein. also wo für kein Pro oder was auch immer, also das sollst du ja eh nie eigentlich. Nein, jetzt für ASA hat er eine gemacht. gehabt. Was? Für ASA hat er eine gemacht. gehabt. Ja. Ich weiß nicht, wie sagt man der Org überhaupt? M-I Ja, irgendwas ja, quasi. Ah, die, Ja, darfst genau. die darfst du nicht unterschätzen. Ja, die sind cringe. Diese cringe. Wieso? Einfach. Was, wieso? Das ist die Konkurrenz. Hallo? Also. Gut, ich arbeite bei denen jetzt. Ja. Wieso? Weil das wird doch von Swisscom gemacht, oder nicht? Also das ist gleich Partner von denen, ja. Also ich. Ja, aber.
Aha. Das ist ein Cringe, also von dem her. Ja, cringe. Swisscom ist schon cringe. Cringe, wenn man bei Swisscom schafft. Ja, Äh, Ich habe Kopf ab. A perfect landing. When you get that perfect landing, ja. Wegen, er hat das gerade vorher gesagt, ist wichtig für dein NG, also NG. RNG ist ja mit Lautglück und so gemeint. Mhm. Was steht NG? Da bin ich nicht ganz sicher. Also er hat es, glaube ich, in Verbindung gebracht eben mit der Drop zu überleben und all das Zeug. Ist es wie, also ich glaube, ich habe gecheckt, wie er es meint so, dass du einfach verringerst, dass du stirbst. Aber ich habe halt nicht gecheckt, für was das NG direkt steht. Ich glaube, ein bisschen zurück gewesen. Falls du es nochmal willst suchen. Also. Ja, warte. Random Number Generator. Easy! Ey, oh, okay. Das ist doch etwas so wie. Das ist doch etwas so. Random Number Generator bitte ihren Sound führen und rechne erst mal aus, wie viel das 5 Millionen. Ah, nein, warte, was für. Ah, okay, Ja, go. das ist einfach ein Randomness halt. Ja, okay, gut. Aber ich kann auch nicht wissen. mark Das ist echt eine gute Frage gewesen. where you deployed your glider on Fortnite.gg. And boom, you've got one perfect marker on your drop map. Keep doing this process until you have 8 markers to know exactly where to deploy your glider for all different kind of bus paths. Okay, so now that you've understood what building to land at to give yourself the advantage, and now that you've made a drop map, it's time to talk about what you should do in the first zone. So the first zone really sets up your entire game, and is arguably one of the most, if not the most, important zone to stay focused in. In the first zone, you want to focus on a few main things. Firstly, looting perfectly. This means taking every floor spawn, every chest, and very essentially, every ammo box. Then you want to farm max mats, especially max metal. There is no excuse for not having 500 metal when you rotate out of your drop spot, unless, of course, your drop spot doesn't have any metal. Which, in my opinion, if that's the case, you might want to change it up and swap landing spots. But if you don't have 500 metal, when leaving, you're doing something wrong. You're making a big competitive mistake. And on the topic of leaving your drop spot, you want to do this when the first zone starts pulling. You want to be ready in a car or quad crasher to rotate the second it starts pulling. When you rotate this early, you can go wherever you want on the map. And for me personally, I always like to predict the second zone, meaning I go to the dead side of where I think the second zone is gonna pull. Alright guys, so the first zone starts pulling right now, and now you wanna rotate to where you think the second zone is gonna pull. Try to predict it. So for me personally, I often like to go all the way to the dead side of the other side, because even if the zone pulls like downwards towards tilted right now, I'm still gonna be on the dead side, because everybody is gonna rotate in from Buggle, Sanctuary, the Donisis, Condo, Chonkers, Rocky, right? Ganz richtiger Punkt, that's Ja. it. Derzeit. Ja, das check ich. Aber was super schlau ist eigentlich, wegen dem Metal, das muss ich mir merken. Weil ich habe nie Metal. Es gibt natürlich eine Ausnahme, ne? Also wenn du eine W-Key-Runde hast, aber das ist halt... Ja, Bro, ich gehe immer campen, aber ich habe maximal aber 100 Metal oder so. Ja, das ist schlecht. Ja, das ist wirklich schlecht. Ja, aber darum schreibe Du ich kannst jetzt echt mit nur Metal von deinem Dropspot weg. Das ist echt fast besser als 100 Metal. Ja. Weil du kannst Brick und Wood eigentlich überall... Das findest du eigentlich wirklich überall. Ja, stimmt, Vor allem mit dieser stimmt. Season jetzt. Also es hat ja Seasons gegeben, wo du Wood nicht gut hast können refarmen irgendwie. Oder auch Ja. Brick. Brick ist im Moment free, Digga. Jeder steigt ja 100. Anfangs-Season hat ja Brick hure selten gewesen. Die Ja. ja etwas mit dem Ding Multiplikator verjoked gehabt. Mhm. Aber jetzt, was gefixt ist eigentlich alles fein. Ja. Aber vorher ist es halt noch wichtig, auch Brick zu haben. Mhm. We can be on the side of Camp Cuddle, this blue marker, Log Gym, and Greasy. Then we're gonna be chilling more than anyone else. But right now, I'm gonna predict that the second zone is gonna pull on my blue marker, okay? Another great advantage of rotating this early is that you get to the parts of the map that no one has been to before in your lobby. And this often allows you to find llamas, just like I did Jetzt nicht mehr, aber ist egal. in this game, right? Let's see where the zone pulls.
And that is very, very close. Okay, so if you've played like me to this point, you've played your game very near perfectly. And when the second zone pops, is where you need to be quick. You cannot hesitate for 5 seconds if you end up outside of the zone. You need to mark a spot and rotate to it instantly. Even if you don't mark the best spot in the second zone, choosing a spot and going to it instantly so you know you get it is better than thinking for 10 seconds, then rotating and not getting the spot. When you get to your desired spot, preferably on a high ground position, you want to build like showcased in the background footage, if you can. So if you have a mountaintop, build like this. It gives you awareness and control over the entire lobby. But naturally, if you end up on similar or lower elevation compared to most other players in your lobby, you have to build a normal box. The reason, however, this space is so incredibly good is firstly because you save a lot of mats. Secondly, you get full awareness and control, as mentioned. And you can get enough surge tags for the rest of the game if you play it right, assuming you are in a surge lobby. Refarming is also a crucial part of playing the second zone. Always cap your mats out when you've based up. You can even drop 100 spare wood and brick, or one of the two, and cap yourself out. So you have those extra mats in case someone starts shooting out your base or walls. Moving on to the third zone, you want to rotate... Oder wenn du halt Zone bekommst und irgendwie nur eine Box hast oder so, kannst du auch noch eine zweite easy bauen. Ja. Weil ich immer, also ich mache nie eine Box nur. Eben. Ja, das schon, aber einfach auch, wenn du siehst, dass du Full Zone hast oder was auch immer und du auf einem guten Layer bist, kannst du eigentlich auch gerade ein bisschen overbuilden und du willst es dann wieder holen. Weil du nimmst sie ja nicht mit in dem Sinn. Just. Wieso bin ich jetzt mute gewesen? Jungs, aber das heisst also jetzt das heisst, wir sollten die zweite Zone möglichst early rotaten. Ja. Gut, schreibe ich auf. Oder echt direkt. Ja. Etwas markieren, wo vielleicht... Ja, ein bisschen Dead-Side, aber möglichst mit dir ist, dass man sich anpassen kann. Ja, dann schon. Ja. Genau. Mhm. Ja. Und auch wegen der Zeit, also ich sage es nachher nochmal kurz oder so, aber es ist schon ein wichtiger Punkt, dass du nicht Dead-Side bist, wenn wirklich niemand Dead-Side ist. Wieso nicht? Weil Dead-Side kann auch zu einer kompletten Lobby-Spray. Ja, Lobby-Spray führen oder zu, dass wenn du so nicht hast, dass du nicht komplett musst rotieren. Ja, das stimmt. Ja, du sollst nicht an der Zone kleben. Du sollst nicht an der Zone kleben, aber halt schauen, dass irgendwie niemand mehr ist. Also, wie meinst du? Einfach weißt, wenn du zwar Dead-Side bist, dass du nicht, dass du schon Dead-Side ausspielst, aber dass du nicht an deinem Rücken gerade Zone hast, sondern dass du noch ein bisschen Raum hast, aber du einfach schaust, dass hinter dir niemand mehr ist. Also das ist nicht wieder der Punkt, sondern das, weil wenn du Dead-Side ist ja wie ein Bereich, wo wenig Leute sind, oder? Genau, ja. Weil ja niemand rein rotatet. Also ja, genau, entweder das oder halt eben auch einfach, weil die meisten von der anderen Seite schon rein rotiert sind. Also genau. Dort, schau jetzt auf dieser Map gerade, siehst du jetzt zum Beispiel Lumberyard und so links ist halt Dead-Side. Ja, genau. Weil die ganze Map von unten rechts ist rein rotiert. Genau. Ja, aber doch, das ist klar. Ja. Also gut. Instantly on this one as well, with 5-5-5 mats, trying to get a good position near or in center. Getting center in this zone gives you the fourth zone for free, 100% of the time. But in spite of that, don't ever be greedy to get center in third. If you see 5 boxes with duos in front of you and you're in a car going for center, then please hop out of the car a little bit before you reach center, because as long as you're somewhat close to center, you've done a good rotate to the third zone. But remember, don't blindly go for center no matter what. Look at your situation and think, can I get center without getting lobby focused? It's not worth burning 1,000 mats to get center third. If you do end up getting that perfect center position, you do not want to use brick, but instead use your metal to build a box with. The reason you want to use metal is because being in center third opens a rather okay possibility of getting the 5th or 50-50 zone.
The fourth zone, as we know, is yours guaranteed. So, if you get a center position in third zone, always use metal. Guys, that is gonna wrap it up for part 1 of how to play all 9 zones in Fortnite. Haben wir das verstanden? Also, wenn du in der dritten Zone bist, dann ist die vierte für sicher, wenn du in der dritten Zone in der Mitte bist. Ja. Dort so. Also, das muss ich merken. Also, dritte Zone schreibe ich her. Mitte gleich vierte Zone. Ja, safe. Und ist das immer noch 100%? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber eben. Mal, ich So, glaube, wie es vierte aussieht ist noch schon. kein Moving. Vierte ist noch kein Moving. Mitte Also, gleich das ist klar. vierte Zone. Und dann sollte man Metal usen. Ja. Wenn du Dead Center bist, ja. Brick, oh nein, ja also. Aber eben hast du auch verstanden, dass wenn du um dich schaust, dass du nicht irgendwie auf einer freien Fläche mitgehst. Genau, ja. Mitgehst. Ja, sondern, ja, das check ich. Ja. Dass es schlau ist. Und, dass Und nachher Box, dass aber- 3 Gegner um dich herum sind, dass du dann in die Mitte gehst. Und dann bist Box, du Metal, so. fokussiert. Ja. Man ist eigentlich noch schlau. Dann sehe ich, es doch ein Pro-Player sein, wenn das Ist so. Schon? Nein. Kennt man den? Das ist nicht. Dead of Ja, ist- Earnings, habe ich gemeint. Ja, Earnings Ja. schon, glaube ich, aber das ist nur ist Challenge sowieso. bis jetzt. Ah, okay. Also nur. Tomorrow, the same Ja, sehr schade, aber. Ich höre. Ja. time this one is released today, I'll publish part 2. So be on the lookout for that. If you have any Ja. Yes. boys and girls, what is going on? My name is Marin TM and Also er welcome spielt für Apex. Also eigentlich so halb Pro. Er spielt da viel mit dem iDrop zusammen. Also. Ja. back to the channel and part 2 of this video. If you haven't already watched part 1, I'll have that linked in the info cards and in the description of this video. Before we get into how to play Zone 426, around Ja, skip. Ja, muted einfach. GG's. Okay, so getting right into it, we have the fourth zone. And if you played your early game and mid game out, as I talked about in yesterday's video, you'll get this zone because of your position in the third zone. The fourth zone is really all about scouting and thinking of rotation paths you can take into the fifth zone when it appears. What you want to do is think, how do I rotate if the fifth zone pulls north, south, east, and west, and have a pre-planned rotate in your head before the fifth zone even appears. A lot of players make their decision of how to rotate to the 50-50 zone when it pops. But if you do this, you're not playing optimally. And some of you might be asking, but Marin, what if I don't have a pad or Spider-Man? Do I wait for someone to place a pad? Do I insta-rotate? Do I go last behind another team? What do I do? Here's the thing, if you have a rotation path in your head from the fourth zone, and you insta-rotate by going out on the backside of your box, and this is essential, guys. Never ever go out of your box from the front side, because the entire lobby will see you and start shooting at you. If you have a rotation path and rotate the millisecond the fifth zone pops, other people will be looking at the map and looking at the fifth zone. This gives you a head start on the rotates, meaning you often can insta-rotate if you're quick enough and have a pre-planned rotate. But if there are people all around you in the fourth zone and you can't find a rotation path where you can hug the zone to freely get into fifth, then you want to build up a few boxes. Waste a few mats and get higher elevation. This way, you will nearly guaranteed find a pad, considering there are other players around you. Remember, it's always better to use a few hundred extra mats and limit your RNG heavily compared to saving those 200 extra mats and playing based off whether you get lucky or not. Moving on, we have the fifth zone. One of the zones most people struggle with. When you are in the fifth zone, you always want to base up using metal. Using brick here is Okay, was hat gemeint, kann mit, also in die 50 Zone sollst du gerade am Anfang rotieren? Also vierte Zone Oder vierte zu 50 Zone? musst du scouten einfach. Also schauen, wie's. Überall auf der Map schauen. Also eigentlich. Refresh oder was? Ich habe es so verstanden, dass es gerade am Anfang sollst gehen, weil die meisten einfach am dann- Ja, am eben. sind. Wenn du die vierte hast, Mhm.
und rein-rotated hast, Insta schauen, In der vierten ist man ja schon drin, oder nicht? Wenn du in wenn es East geht, wenn es West geht oder eben wenn es North geht. Also einfach überall schauen, wo, wenn sie dort angeht, kann ich rotaten. Ah, okay. Und wenn sie Ja. aufgeht und du eben schon pre-planned hast, also rotate schon Direkt geplant hast und dann direkt gehen. Okay. Weil eben in den Zeiten, wo sie aufgeht, Dann sind die bist du anderen schon am noch am Schauen. rotaten und die anderen sind erst am schauen. Ja. Okay, das heißt, du solltest, aber theoretisch, wenn du ja in der dritten Zone in der Mitte bist, hast du ja die vierte Zone schon. Ja. Dann musst du ja gar nicht mehr die 50 rein. Also, Mal die Ja, doch. vierte ist ja dann, Aha, dann nicht mehr doch, aber die nicht vor, 50. ja stimmt, aber vor vierten in die 50 solltest du eben so früh wie möglich gehen. Ja, Ja. sonst schnell wie möglich planen jetzt. So, habe ich so. Einfach Pre-Planning. Wenn du, Ja. wenn du in der vierten bist und sie am Vierte in die Zugehen ist, 50, dann musst du auch early. ja. Ja. Aber eben Gut. schauen, wo du kannst rotaten, wenn es Ja. zum Beispiel Und, dort ja. geht oder dort. Ja, voll, ja. Easy. Stupid, as it makes your chances of getting lobby sprayed 5 times Oh, ich kann higher. auch drücken. 200 extra mats. It's always better considering their elevation. This way, you will nearly guaranteed Das ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, weil es kein Spider-Man und kein Pets mehr hat. Okay. Aber das, wenn du zum Beispiel das Perk hast, Redeploy, also Gleiter aufmachen und Impulses, das ist auch so etwas, ich würde nie ein Game einfach wasten, weil ich jemanden mit dem Hammer gesehen, zum Beispiel ein Solo-Catch Ja. habe und einfach das ganze Game lang W Ja. Spiel lieber, wenn du Impulses hast, aufs Endgame und dann einfach... Jetzt haben ja ihre Endgame Solo-Runde gemacht, unsere letzten. Wir haben zweite, also von Elas jetzt und mir, ihre letzte Round. Also wir haben dann zwar verkackt und so, aber ja, zum Beispiel dann einfach mit Impulsis müssen spielen. Und er hat mir gesagt, ja, schau für dich selber, oder? Wir haben einfach einmal gecamerat und dann ist er gegangen und das habe ich einfach eigentlich noch gut gefunden, weil wir ihn dann wieder zusammengefunden haben. Weil ich halt einfach mit Impulsis und Gleiter bin eigentlich noch fast weiter als er. In Ja. dem Sinn. Eben. Und ich habe dann einfach direkt wieder zu ihm gefunden, dass wir dann die nächste Zones wieder zusammen können hammern. Mhm. Ja, aber Ja, das finde ich eigentlich auch noch. Nur Redeploy ist schon stark. Das finde ich auch noch. Ich habe nur 2 Impulses müssen wasten für eine wirklich Far-Zone eigentlich. Und halt dann mit noch Icy Slide dann auch noch gehabt. Und das ist schon hure OP eigentlich. Wenn du das Gleiter in Icy Slide gehst, dann bist du eigentlich gefühlt über eine halbe Map. Ja. Aber eigentlich ist noch, das habe ich auch noch, Alban immer so probiert, weißt du, so ab 50 Zone oder so, nach Tarpa oder so, aber eigentlich ist es viel besser, wenn wir beide schauen für sich und nachher geht man einfach möglichst ahead und nachher irgendwann ist so, wenn beide sind rotated, schaut man, wo man ist und wie man wieder zusammenkommt. Weil das irgendwie, ich joke, so viel weniger, anstatt wenn ich immer muss noch bei jedem... Ich würde immer absprechen, wer safe ist. Aber ja, und dann einfach... Weil der safe ist, der geht definitiv nicht weg. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist eben auch so, aber bin ich einfach so, wenn man tappt oder so, hast du nach 10 Layers keine Builds mehr. Aber wenn du einfach beide hammern einmal und vielleicht in eine andere Richtung und dafür macht dann einer 2 Boxen zum anderen her, hast du vielleicht 100 Metz verbraucht, hast eine gute Box und gute Position. Ja, genau. Ja. find Und eben umbauen, auch wenn du eben Redeploy hast zum Beispiel. Ja. Mit mir einfach ein paar Layer umbauen. Und in dieser Season ist es halt hure, also jetzt, das war bei der jetzt nicht gewesen, aber ja mit Hammer, oder? Du musst halt wirklich hure aufpassen. Ja, du musst 3 Layers aufbauen oder so, ja. Und wenn Gegner unter dir hast, bau einfach das 1 oder 2 Layer höchstens über denen bist. Ja. Aber lohnt sich das, zum Beispiel jetzt ich sollte auch nie im Leben Highground spielen. Ich komme bei Jan aus Angst haben, wenn einer auf Highground kommt. Ja, aber dann würde ich genau das So. trainieren, da gab's. Genau. Also wenn du Angst vor Highground hast, dann würde ich nur Highground Das ist- spielen. Weil Endgame, also wenn du Lowground bist, hast du eigentlich Du bist eigentlich 30%ige Chance zu gewinnen, während du auf Highground etwa eine 60%ige hast. ja, stimmt. Also in dieser Season bin ich nicht einverstanden mit dem. Also Ja, ja, das okay. ist fertig. Aber wenn du Highground kannst spielen, weil Ja, Highground spielen ja. in dieser Season ist genau mit 5 oder 6 Layer über dem nächsten Layer und wenn Ja. das kannst, ist eigentlich free. Ja, Das Weißt ist du, schon, was ich meine? aber Ja. es ist, der Prozentsatz ist eher gesagt 60, also in dieser Season 60 Lowground und 30 High, hätte ich jetzt gesagt, aber Ja, nicht. Ja.
Ja, Das war nicht nicht, grad. ja. Es kommt Aber- einfach darauf an, wie gut das du bist. Ja, Ja. Weil jetzt zum Beispiel Mersatz und Ding, die können ja einfach Highground spielen, die Ja, aber Digga, die ficken dann jeder, der aufhört. Nicht, also das ja auch, aber weißt du jetzt. Aber irgendwie, ja, nicht das Gefühl, aber Ja, gut, sagen weißt, die... darf ich kurz noch? Ja, klar. Wie ganz Late Zones, oder? Wenn jetzt zum Beispiel 2v2 oder so ist, ja. dass wenn die von Height würden abdroppen, dass die anderen dann raufhämmern. Das ist ja meistens der Grief. Oder ja, Ja, zum Beispiel oder auch- auch einfach erste Rotation so, dann auf Halt bist. Du musst entweder oben beim Mond sein oder du bist einfach komplett griefed. Weil auch unter Ja. dir jedes Mal einer hammert. aber der, also Gang ist dann dumm, aber Gang einfach nicht so früh rauf. Ja, eben, ja, das ist logisch, ja. Ja, erst, also, Aber Highground ist einfach wirklich immer noch eigentlich der Key. also Ja, ja. ab erste Moving finde ich auch, dass irgendwie Ja, das ist Lowground viel zu viel. 60, 30 Ja, und Midground 10 ist. safe. Aber so letzte 2 Movings ist Highground schon wieder 80 oder so. Ja, aber das Ding ist halt bei Highground, du kannst wie dann, wenn du in der letzten Zone Highground hast, kannst du eigentlich wie nicht mehr sterben, weil du musst gefühlt einfach... Wenn du nicht genug hoch bist. Ja, das schon, aber ich meine, wenn so eine wirklich so eine 20er Moving hast, wo es leben noch so hure viel, die sind alle so beschäftigt, du kannst dort Ja, mit das einer ist Cone, klar. mit einer Cone kannst du bis Top 2 einfach überleben, ohne gross Ja, etwas aber- müssen zu machen. Eben, aber Du musst, wenn halt, du musst auch den Pressure down bringen. Wenn du nicht Ja, voll das stimmt, anpressst, ja. dann Dann hast du verschissen, aber Aber so- das macht gutes Highground-Spielen aus, das ist genau, ja. Aber, ja, das muss sollte ich man wirklich. lernen. Aber das ist darum, auch etwas, da hätte ich eben noch bei meinem Watt-Review, hätte ich schon nach dem Video, oder kann ich kann das 30 Sekunden kurz zeigen, wo ich Highground hatte. Und eigentlich auch noch irgendwie 400 Metal oder so gehabt, aber dann ist halt einer mich pushen, dann bin ich einfach in Lowground runter, habe einen One-Pump kassiert, wo ich einfach, Kannst du es dann mal zeigen? ja, aber ich kann es nicht Das kurz ist zeigen. Aber lass erst mal das Video zu. Weil einfach Highground hat das schon. ist also etwas, wenn du in etwas nicht gut bist Ja, und du nur immer genau das Gleiche machst, wirst du nicht besser. Hab Ja, Confidence, das du, wenn stimmt. der andere besser ist. Weil Du das hast ist immer das Fakt. Glück. Wenn du nur in der Comfortzone die ganze Zeit bist, Ich schwöre. kannst du deine Skills nicht ausbauen. ja, das Und stimmt. im Fall auch, also du kannst ja, wenn ein Gegner 2 Layer unter dir, also nicht bei Aim, sondern bei 2 Layer unter dir, kannst du einfach und aufhämmert, kannst du einfach einen Boden haben. Und er kommt nicht durch. Also das Ja, das weiss ich, das habe ich mal auf die kurz gesehen. Zum Beispiel das ist schon einfach, wie du einfach gut Ja. Highground spielst. Aber ja, die kleinen Sachen, die es nicht ausmacht haben. Ja. Aber auch, was ich noch krass finde, das, wenn man Mitte vor der dritten Zone ist, dass man dann direkt viert, jetzt habe ich noch nie gehört. Aber es ist eigentlich nur OP. Eben, Ja. aber Aber lass mal wollte wieder. es- Ja, da würde ich sagen. A pad, considering there are other players around you. Remember, it's always better to use a few hundred extra mats and limit your RNG heavily compared Da kann ich vielleicht noch sagen, das ist auch das schon gut für ausbauen. Mhm. Für zum Beispiel, wenn du das Team neben dir gehabt hast, das ein anderes Team gefightet hat. Mhm. Und du weißt, dass beide Teams Hammer sein kann. Kannst du Ja, noch auf den was Hammer kann gehen. hey? Was kann hey? Hammer. Hammer. Also Ja. Hammer. to Kannst du vielleicht noch auf einen Spare Hammer gehen. Also, Ja. wenn du da siehst, dass beide gegangen sind, schon early, kannst du auf den Hammer, der dort noch ist, oder sogar auf Metz oder keine Ahnung was, noch gehen. Das ist vielleicht auch noch gut. Aber ich will jetzt nicht, wenn Zone schon bei dir ist und nachher die anderen Hammer, und nachher bist du in Zone, dann will ich nicht auf den Hammer gehen. Will ich Ja, das das habe ich- dort. Also ich habe eigentlich das genau dann noch mit dem Game zeigen, das ich noch hatte. Ja. Ja, auch eben das mit dem Pulsis. Also ich bin dann down gegangen, weil mir einer einfach hure unlucky geholt hat. Hinter einer Metallwand ist er einfach mit einem Right-Hand-Peak gehockt, wo ich sehe, dass sie Abbau und so nicht moved und ist an meinem Arsch geklebt. Und er hat noch gerade in seiner Box also halb Zone gehabt und hat noch den Peak auf mich gehabt und gibt mir dann noch einen Pump. Und ich hatte hinter mir noch einen Hammer in die Zone gesehen, aber einfach kein Green Heal gehabt und er hat sich nicht gelohnt. Ja. Und auch das einfach, dass du dort einfach nicht zu greedy bist. Ja. Ja, Saving those Hammer ist 200 gut, extra- aber ist nicht key. Also es ist eigentlich key, aber ist nicht. Nicht worth it, so Ja, down genau, zu gehen. genau. extra mats and playing based off whether you get lucky or not.
Moving on, we have the fifth zone, one of the zones most people struggle with. When you are in the fifth zone, you always want to base up using metal. Using brick here is stupid as it makes your chances of getting lobby sprayed 5 times higher compared to using metal. In the fifth zone, if you've played your entire early and mid game correctly, you should have 500 wood, 400 brick, and 300 metal, totaling 1200 mats. 1200 is the golden number you want to aim for when practicing. Most low to mid-level competitive players have under 1000 mats in the fifth zone. And 1200 mats is what you want to have when you don't have a single elimination. If you find yourself with 1200 mats in the fifth zone without an elim, pat yourself on the back. You've played a high level of Fortnite this far. Talking about eliminations, the fifth zone is the perfect zone to start going for pre-edits if you find yourself needing a refresh to get up those mats. The first pre-edit I want to talk about in the fifth zone is the wall pre-edit. Playing this wall pre-edit is very viable in both solos and duos. However, it comes at a slightly higher risk in solos. That's why I want to maintain focus on duos in this part of the video. When going for the wall pre-edit, the player in the duo with the lowest ping want to have the wall. The other player want to build out to the box in which you want to pre-edit with metal. This is crucial for this play to work. Additionally, you need to place cones on the boxes you build out, so that the player with the pre-edit can hide behind the cone, holding the wall and getting ready to shoot as soon as he gets it. If done right, you'll find yourself getting an amazing refresh. Don't be greedy here. If you only get one elim, take that buddy and be happy with it. Do not greed for the duo if he boxes away. This will make the chances of you all getting sprayed so much higher. The next pre-edit I want to talk about is the floor pre-edit. It's pivotal that it's executed like shown in the background footage. These are the 3 squares you want to select. Then, when you've got the pre-edited floor on the opponent you want to get a refresh on, place a stair to make him drop into your pre-built box with a cone in it, giving him no escape and giving you a perfect refresh elimination. Okay, so now I've talked a lot about how to base up and how to get refreshes in the fifth zone, but what is the best position in the fifth zone? Where do I want to be? Well, there's a really simple answer. You want to be in center, slightly in the area of the zone that has opened up. Or, in other words, slightly on the dead side. Being in this position gives you both the opportunity and possibility of getting really free refresh eliminations, and at the same time, if the first moving zone pulls for you, you're the duo most at the frontage of this zone, giving you a slight advantage over most other players in your lobby. The last zone we are going to talk about today, ladies and gentlemen, is the first moving zone. So up until now, you've played your early game perfectly, having a drop map and making sure that you win off spawn. Then you farm, loot, and rotate perfectly to the second zone, where you get one of the best mountaintops in the game, giving you all the surge you need, mostly for the rest of the game. Then you rotate instantly to the third zone, giving you center, where you build a few metal boxes, and you again get the fourth zone as a result of your center position. Bin, dass die scheiß Season vorbei ist. Hier. Ja, mit MPs und so. Das ist crazy. Das ist die geilste Season. Nein, also hör auf. Sicher. Oh, nee, das definitiv nicht. Doch, mit... Da habe ich... Im Solo Cash gehabt, habe ich da ein Victory Royal gehabt mit mir MP mit 7 Kills oder so. Ich hätte dann nicht mal 90s können. Ja, ich habe dann Double MP. Ich habe dann Double MP Spider-Man und 2 Heals gespielt. Ich habe einfach einen Win-Code. Das ist nur abgegangen. Eben, aber das beweist ja, dass schlechte Spieler besser können holen. Ja, eben, du musst Meta spielen. Sicher, bin ich schlecht gewesen. Ich bin schlecht gewesen dann, aber ich sage einfach, schlechte Spieler haben auch besser die ganze können holen und das hat abgefuckt. Ja, für mich ist es halt gut gewesen. Ja, eben dann sind so viele Casuals geblieben und Pros sind aufgehört. Ja. The fourth to fifth zone, you have the best rotate in the lobby, because you pre-planned your rotates, and now here we are. The moving zone has just popped up.
what do? The first moving zone is by far the best zone to follow a tarp in. Following tarps is and has been meta for multiple seasons. So what you want to do is early on find a tarp that someone builds that looks reusable, meaning you can break into it and follow it without using any mats. What's important is that you tell your teammate, if we get sprayed, we instantly spray out the floor under us. This way you have an escape plan. And sometimes when following tarps, you can 3-2-1 the duo that built the tarp, and that will often result in a free elimination. If you, however, don't find a tarp to follow, your main focus should be rotating on the dead side of the first moving zone. The dead side is on the side where the 50-50 zone was covered by the storm. Rotating on dead side first moving requires a high level of awareness, as you want to try and limit your builds as much as possible. And additionally, you need to have good mat switching when rotating here. Build a few protective wooden walls here and there, and if you get shot, instantly swap to metal. When rotating on the dead side, trying to conserve builds, it means you always have to have awareness in front of you, behind you, and to your side. When you've rotated into the first moving, it's crucial that you don't stop the second you've gotten into the zone. You want to go deep into the circle to get ready for the second moving zone. But that's a story for tomorrow. Guys, thank you so much for watching. Dann geht's nach States. GG's. Also. GG's. Sollte ich jetzt sonst noch meine Wort-Review zeigen? Kannst ja. Also, Ja, jetzt schon schnell auch noch ein Duo Late Game. bei mir ist vom Solo Cup. Im Nachhinein, als ich gestorben bin, habe ich mir so überlegt, was ich jetzt habe verkackt habe. Aber dann hat es mich verdammt abgefuckt, weil ich hätte easy Top 2 rausholen können, ohne nichts einfach. Also, Ja, mein Solo-Game schon gleich. Bildschirm übertragen, Bildschirme, Stream 1. Aber ich hätte eben ein Duo. Oh, Achtung, jetzt wird es persönlich hier. Veraltete Wiederholungen ablehnen. Ich drücke da jedes Mal das Falsche. Vom 25. Also. Ja, Ja. das kannst du ja löschen. Hier. Ja, Spielen unten links. Ungespeicherte. Bestätigen. ist egal. Also. Rein da. 2 Kills habe ich sogar geholt. Also, was ist da gewesen da? Eagle Fabi. Easy. Jetzt kommt Pro Gameplay. Hier, Killcode, was ist das gewesen? Aber ist das Serial-Bild, kannst du? Nein, das ist Solo Cash gehabt. Du Ja, hast das ist auch ja Teammates. Oh, das ist ja wirklich vom Cash. Hä? Das ist das Falsche. Da sind wir auch viert worden. Oh no. Ich habe geschaut vom 25. wo ich beviert wurde. Oh. Ablehnen. Vom 25. Viert bin ich geworden. Wäre es nicht 24 gewesen, weil 25 ist. Aha, Bro, gestern ist ein Solo Cup gewesen. Stimmt. Ja, man. Ja. Oh Mann, ey, cringe von mir. Cringe von mir. Maybe jetzt ist das Richtige. Nicht an das Game gespielt. Aber schon. Ah, ich glaube, da bist du nicht Late Game gekommen. Los, das passt. Vor allem habe ich da gekillt, das ist wirklich nicht das. Chillen jetzt mal. Wirklich? Hier, doch, ja, stimmt. Guter Call. Oh, schön, es bleibt. Wo ist jetzt das Klippen? Nein, nicht da. Da, Person. Da. Ah, das ist Ah, ja. perfekt Zone, Digga. Oh ja, das so geil. Dingslet. Ja, ich bin ja da da Zone Vorhersage gehabt. Dann da einen gefightet, aber das ist jetzt langweilig. Aber hier, da, jetzt machen wir einfach mal zweimal so schnell. Und da ein bisschen gesprayt. Was hast du gehabt, Loadout? Hammer und gute GMP und noch eine normale Pump. Und aber Redeploy. Das war Tag, glaube Dann bin ich da schon, dann habe ich mir einfach immer so Box hier. Da habe ich hohen Stress gehabt. ich. Für den Loot. Da habe ich hohen Stress gehabt für den Loot. Dann habe ich da müssen schauen, wo muss ich jetzt welche Taste drücken. Da habe ich so Stress gehabt. Nein, erst mal ein bisschen chillt. Dann bin ich wieder rotated.
Jetzt habe ich nur noch 500 Metal habe ich da noch gehabt, jetzt, und sonst keine Metz mehr. Beim Hammer ist mir gerade aufgefallen, du bist am Rumstehen, gell? Wenn der Hammer ist. Ja, ich tue einfach... immer mit Pumpen. Aha, Also. also... Dann können die Gegner nicht predikten. Ja. Nachher habe ich da... Hast du ja was Eises, aber halt. Ja. Ja, ich bin darum immer so oben in die Ecke gestanden, wo es geheißen, das ist gut irgendwie. Ja, das ist schon, aber einfach, Ja. weißt, wenn die Gegner zum Beispiel am Holden ist oder so und du musst rotieren mit Hammer, dann kommst du, weißt du, wenn dann nimmst du Ja. mit Hang und Schau jetzt, hier wird es jetzt spannend. Da habe ich jetzt etwa noch so 10 Builds gehabt. Und jetzt ist eben da, habe ich mich noch einmal so, jetzt, wo ich dann rauf bin, wo ich dann realisiert, ja, Highground, habe ich noch 6 Builds gehabt, das weiss ich noch. Jetzt bin ich hier noch chillt, habe glaube noch auf den gelasert. Oder nur wollen. Und jetzt kommt eben die Situation. Ich bin raufgegangen, oder? Ich habe so gecheckt, ja, 6 Builds habe ich noch gehabt. Und dann, ich hätte einfach können, aber ich hätte einfach noch Cones können für ihn bauen. Und dann habe ich Angst gehabt vor dem hier, wo da ist gekommen. Da habe ich jetzt 6 Builds gehabt. Ich hätte jetzt einfach so können Cones für ihn bauen, wie ich auch gemacht habe, oder? Und dann bin ich einfach runtergegangen, irgendwie, keine Ahnung. Ich bin dann einfach gedroppt. Ich hätte hier also einfach Cones für ihn bauen. Aber dann bin ich einfach runtergegangen, dann ist halt einer gekommen, ich bin runtergefallen. da hat Und es dann, ja, eben. Und dann bin ich da gefallen, dann geht er mir auf Pump. Dann ist halt unlucky. Aber... einfach, wenn du low auf Metz bist, geh einfach nie für Highground. Geh einfach für nicht so. Ja, aber aber schau mal. Hätte ich nicht können... Mit 6 Cones hätte ich etwa noch 2 Zones oder 1 Zone noch können überleben. Und dann wäre vielleicht auch schon Top 3. Ja, aber oder ist ja Top 4 gewesen. Ich weiß nicht, wieso du überhaupt abgedroppt bist. Ja, aber das weiß ich auch nicht. Das ist ja mein Problem. Das ist ja, wo ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung mit... Also nein, ich meine nicht von Height selber. Ich meine einfach dort, wo du Height hast und nachher bist du irgendwie 2 Layer, aber dann hatte ich da eine Fully Box. Ja, aber das weiss ich schon nicht. Das meine ich. Dort hätte ich doch einfach können die 6 Cones noch führen und halt nicht mit dem Hammer mit No Mets ab. Und dann wäre 50-50 vielleicht Top 2 gewesen oder so. Eigenes Endgame zeigen. Ja. Also ist ein Win, aber ich glaube noch gut zum gesehen. Wegen der Sounds raus. Sieht man es? Ja. Wir sind hier gewesen. Ich und Elas. Wir haben zuerst mal das Team hier oben geholt, also sie haben uns immer ein bisschen geholt und wir haben immer ein bisschen Tags, also einfach Trade oder wegen Storm Search. Weil wir haben vorher noch gerade, was? Ja. 42, holy shit. Ja, wir haben gerade noch das Game, also Elas hat das Solo-Clutch rausholen, 2 Games vorher. Digga, wir haben 80er Moving gehabt, Bro, 80. Wie Und, 80? Wer ist für die joint? Hast du das gesehen? Jackie. Jackie? Ja. Also eben, dann haben wir geschaut auf die. Und dann ist die Sonne, ich lass mal laufen. Die Sonne ist dann da hier oben her irgendwo. Wir haben einfach hier Hunger. Sind wir gesehen, habe ich geholt, dass da innen nur auf Holz oben steht. Und ich habe gesagt, nein, ich habe mir gesagt, lass es mal sprayen. Ich rede nicht Auswort, aber dann, vor der Zone die ist jetzt da oben, oder? Oh, Max, Jetzt haben aber wir haben besprochen, was wir machen. Und dann haben wir gesehen, dass die oben gar nicht mehr da sind. Sind wir einfach hinter denen nach, oder? Free eigentlich. Und da war alles voll gewesen. Ich habe noch gesagt, dass sie die Eerie Builds, also pass einfach auf, dann sind wir ein bisschen drüber gegangen einfach. Aber... Es ist aber auch gut, dass wir early gegangen sind. Ja, safe. Sind wir hier komplett dead side eigentlich, sind wir hier so, haben wir hier können durchgehen. Boah, hure Hinter smart. denen durch. Du machst noch eine Pause. Ja. Was ist Jackie? Ganz kurz kann ich noch scheren, einfach, dass es wisst, wenn ihr Nachricht an meine schreibe, reagiert niemand. Mittwoch wäre wieder Fortnite Viewing Party. Easy. Das ist Nice. einfach jetzt schon wissen, weil wenn ihr reinschreibt, dann reagiert die Hälfte und die andere Hälfte macht gar nichts. Ja, ich weiß. Jungs, schönen Abend zusammen. Ich bin... Schönen Abend. Dankeschön. Ja. Ciao. Sorry. Gut. Oh. Also, dann sind wir hier, wir haben beide Hammer gehabt, zum Glück. Wenn wir vorher, glaube ich, noch Refresh-Code haben mit Hammer. Wir sind dann hier Hunger gewesen.
Elas ist da glaube ich in ihrer anderen Box noch gewesen. Oder nein, ja, nein, wir sind zusammen gewesen. Wir können noch rausholen irgendwo. Ich würde vielleicht sogar als Layer gehen wollen. Ja, haben wir dann nicht gemacht. Aber sind dann hier am Chillen gewesen. Zone ist dann... Also warte, ich mache hier kurz Pause. Wegen den Zones. Also Ja, wegen Deadlight und so. weil wenn ihr da eine Box gehen oder vielleicht sogar zwei, also muss nicht unbedingt sein, aber eine ist schon mal gut. Oh, Digga. Seht ihr, was in Zone ist, wenn es jetzt komplett opposite wird pullen. Ja. Weil von unten sehen ja nicht, wie viele Teams hin sind. Ja, das ist so. Nein, mehr wie man hat das Gefühl gehabt, dass wir safe sind, wenn wir auch die Zone hatten. Mhm. Also, nein, wobei, ich glaube nicht mal ganz, oder warte. Mal Ja rein. doch, ich glaube schon. Ja, mal, ich glaube. läuft Mal, gerade wir echt. sind nicht, wir sind jetzt gewesen. Dann, ja, auf jeden Fall haben wir hier noch ein bisschen geschaut. Wir haben zwar, glaube ich, noch Metz gehabt, aber nicht mehr ganz so viel. Sind dann, Ab jetzt will ich auch noch in den Cones chillen und einfach schauen. ja, also vorher bin ich hier schon oben gewesen und habe gesehen, dass wir einfach hier eine scheiß Wand haben, bei unserer Fresse. Aber dann habe ich Elas gesagt, wir gehen hier hinten durch. Also einfach hier durch, über Cone und dann schauen wir woher. Wenn wir halt eben keine Awareness hatten, was näher kommt. Weil die Zone ist näher, also in die Richtung da pult. Mhm. Eben, da wäre auch gut. Eine Box Aber ja. Ja, safe. Das haben wir nicht gemacht. Aber wir haben ja auch ehrlich gesagt gedacht, dass hier Gegner sind. Also gerade hier. Ja. Und er ist halt, oh mein Gott, Digga. Bin ich jetzt wieder her. Ah gut. Ja. Wir haben gedacht, dass dort hinten dran Gegner sind. Noch von den Schüssen her. Und da oben war schon einer gewesen, also keine Ahnung, ja. So. Wir sind dann auf Aufwärts mit Hammer gegangen. Wir sind hier sogar eben raufgelaufen, das Beweis. Genau. Dann mit Hammer bin ich komplett da vorne. Und da sind wir jetzt ein bisschen split gewesen, also wir haben einfach gesagt, schau kurz für dich selber. Dann habe ich gesehen, Elas ist gerade da unten, er hat mich nicht gesehen, also er hat nicht gecheckt, wo ich bin. Und ich habe ihn selber, also hier musst du mal schauen, wie ich viel Mal dass ich mich drehe, warte. Also ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Und dann habe ich einfach auch wirklich gewartet, wo bist du, Elas? Also habe ich die ganze Zeit gesehen. Warte, schau. Vielleicht kurz Gameplay. Also schau jetzt. Jetzt habe ich mich hure gefragt, wo er ist. Wir haben nichts gesehen. Und dann habe ich seinen Namen gesehen. Und ihm gesagt, komm zu mir. Er hat gesagt, ich hinter uns noch einen Refresh holen. Will ich auch nicht. Wenn Ding schon pullt, will ich nicht mehr auf den Refresh gehen. Wenn es closed ist, dann schon. Aber Aber ja, weil ich werde zwischen nur abgefragt von Ja. Da hier sind wieder unsere Builds gewesen. Die hat Ja, Elas genau, beide kurz 1v2, genau so. Digga. Einfach. Und das ist dann alles eigentlich unser Tag gewesen hier wieder. Weil jetzt haben wir Full Mats und einen Refresh gehabt, wenn die Ja. Zone still ist. Und jetzt können wir auch weitergehen. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel auf den Refresh schaut, dann sind wir wieder Backside. Ja. Sind wir nerv. Habe ich mal kurz. Ich habe noch, also da wo ich gecamerat bin, habe ich eigentlich geschaut, ob wir irgendwie Hide holen können. Aber habe dann noch nicht wirklich gross etwas gesehen. Aber habe ihm dann glaube ich sogar noch den Call gegeben. Also jetzt habe ich gesagt, schau mal auf Hide. Oder nicht zuerst schau da hin und dann habe ich noch mit Hide etwas gesehen. Da hier hätten wir vielleicht auch unten rechts können schauen, anstatt hinter uns, aber ja, keine Ahnung. Jetzt sind wir nach Front gegangen. Da hier habe ich nicht geschaut für Hide. Habe geschaut. Habe da einen gesehen, Digga. Und einfach wie ein fucking Vogel zu fliegen. Da bin ich dann raufgecammert, habe gesagt, es bleiben, er hat mich niemand gesehen. Da hier hätte ich eigentlich so bauen. Aber ich habe nicht gewusst, wo er ist und ich habe gesehen, dass er da unten ist oder was auch immer, irgend so etwas war. Dann bin ich hier zu ihm. Ja, ist sicher besser als alleine auf Hide gehen. Eben. Dann, genau.
Da haben wir halt Glück gehabt, dass niemand auf Height wirklich gross war. Also ich habe schon kurz rauszoomen, da war wirklich nichts gewesen. Also das war der einzige da oben ein bisschen. Und es ist halt, ja, das ist wirklich kein Highground in dem Sinn, oder? Mhm. Aber ja. Ich glaube, Highground hätte uns noch recht können ficken. Und er hat zurückgepult. Und dann habe ich jetzt gesehen, dass einer oben gebaut hat. Also es war gleich noch irgendwie eine halbe Highground gewesen. Da oben, oder? Da sind dann auf Highground ausbauen. Dann habe ich alles gesehen, dass jemand Highground spielt. Dann haben wir gleich geschaut für auf Height. Hier war Elas ein bisschen rechts gewesen. Da habe ich Code. Nice. Da noch für den Finish geschaut habe, sind wir gerade runtergekommen. Das war ein bisschen Panik gewesen. Keine Ahnung. Und Elas ist dann da, zum Glück bin ich da nicht weiter weg gedingset. Das war schon ein normaler Hit gewesen. Kill. Ich hätte vielleicht auch noch für die Metz können gehen, aber halt wollte schauen, wo Elas ist, deswegen bin ich nicht gross gegangen. Oder ich bin sogar, okay, ich bin sogar gegangen, ich weiß mein Gameplay nicht mehr. Irgendwann bin ich nicht gegangen, aber habe Elas dann wieder gesucht. Habe hier gesagt, dass wir kurz alleine spielen. Ich weiß nicht, wo er war. Das war 99 Paul, keine Ahnung, Alter. Dann war Elas neben mir, er hat auch nicht gecheckt, wo ich bin. Er ist einfach vorbeigelaufen und habe gesagt, ich bin unter dir. Dann ist komplett die ganze Kamera worden. Also voll hektisch eigentlich. Und dann war hier wieder unser Tarp und wir haben uns glücklicherweise irgendwie wieder gefunden. Ich habe den probiert zu boxen, aber ja. Jetzt sind wir von Highground abgefuckt worden, das weiß ich noch. Also so halb. Und da haben wir auch einfach nicht gehammert, weil wenn du hier hammerst, dann wirst du einfach meistens von Highground einfach gespammt, oder? Mhm. Und das lohnt sich nicht. Dann sind wir einfach auf Lowground gegangen. Ich war neu über ihm hier. Ja, er hat gesagt, ich kann hier runterkommen. Und dann haben wir dann, glaube ich, einfach geübt, kann eigentlich das Sieg haben. Dann habe ich hier gehammert. Also ich habe so einen Call gehabt, dass ich hammere und dass es nicht fortspickt. Das habe ich gar nicht so gemacht. Und dann hier haben wir uns wieder gesucht. Am Call kann ich hammern. Und jetzt ab hier ist eigentlich gefühlt fast nur noch perfekt gewesen, Digga. Da. Kill. Hier noch kurz zurückgelaufen. Jetzt ist es noch ein 2v2, so viel ich weiß. Ja, das habe ich auf Twitter gesehen. Jetzt, Ja, genau. Dann hat er mich weggehammert. Also er hat es mir nicht geholt und so, und dann habe ich den können cracken. Das war irgendwie ein Godplay von ihm. Ja, kann ich sagen. Und dann hier haben wir gesagt, wir haben jetzt rauf. Dann irgendwie bin ich einfach geblockt worden und da war der letzte und dann haben wir gewonnen. Boom. Crazy. Nice. Was ich bei euch einfach Und merke, das ist, ist dass ein 40er-Ding. wir sind nicht so schnell von der Zeit, wie wir können sein. Ja. Also ich verliere so viel Leben, weil ich einfach nicht von der Zeit sind. Aber mir nimmt es hier noch Wunder, wie es da oben eigentlich hat ausgesehen hat. Und wenn ihr Mid-Layer sind, Mhm. dann auch Floors halten. Die Ja. ganze Zeit. Also ihr müsst euch für nichts schauen, wenn ihr genug Metz habt. Weil auch wenn es ein Hill geht, dann auch nur Floors haben. Und nachher wieder Frontside. Ja. Weil ich werde zwischen nur Grief und Kate den ganzen Berg runter. Jo. Bro, was der gemacht hat, weiß ich Ich nicht. weiß auch nicht, was sie machen, ja. Digga, sie hat den Highground und er droppt wieder Der ab. andere geht runter, der andere kommt durch. Ja, ich schwöre, Digga. Ja, keine Ahnung. Es war lucky gewesen, dass die Ja, das ist Verheit gut nicht gewesen. geholt. Aber ja. Gut Play gewesen von euch. Ja. Vor allem für Erst Cup und eigentlich nie Practice. Wir haben nur Ja, das vor allem das- 2v2-Box-Fight Das gemacht. ist echt ein fettes Game gewesen, also. Ja, ist so. Ja.
Alright. Ja, das war mein Game gewesen. Ja, top. Boah. Hast du das Video? Ja. Ladies and Gentlemen, okay. Sind alle drin? Eben. Leo, gibt's die noch? Ja, ist auch mute. Ah. Easy. Okay. Easy. Was? Nein, Nein, so ein Video. Ja. Jetzt können noch 7. Zone, 8. und 9. Also ich würde auch nicht einfach nur jetzt die Videos schauen, wenn ihr Zeit habt, sogar von jedem Cup. Ich weiß. Weil ihr würdet, also auch allgemein, wenn ihr Sachen lernen wollt und ihr ein gutes Video seht über das, schaut euch das einfach für vor jedem Cup an. Weil dann wisst ihr im Cup, oh shit, ja genau, ich muss das machen. Und so könnt ihr auch euch selber beibringen, dass ihr das machen. Und wenn ihr das jetzt einmal dann nicht geschaut habt und kann ich in 3 Tagen gehen in den Cup rein, wisst ihr, die Hälfte ist schon wieder nicht mehr, habe ich das Gefühl. Das ist bei mir zum Beispiel so. Hat etwas. Und wenn du das Video anschaust, nimm immer einen Notizblock neben dir. Ja. Oder eben am PC halt irgendwie. Weil wenn du notierst, dann merkst du es dann auch besser. Ja, stimmt eigentlich. Als wenn du nur zulässt. Mit Handschreiben ist noch viel besser als auf Ist so. Keyboard. Ja, top. Also zum Beispiel, eben die Series ist zum Beispiel gut, wenn ihr sagt, ja, ich bin scheiße im Endgame. Oder allgemein Midgame Positioning und so. Wenn ihr zum Beispiel Lobby gesprayt werdet, immer im Cup, wenn ihr scheiß Endgames habt, schaut ihr einfach das Video an, also die 3 Videos an. Oder eben eins von 3 in dem Sektor, wo ich euch nicht so sicher finde. Ja. Ich will ja nicht jedes Mal, wenn ihr gut im Endgame spielt, sagen, ja easy, ich schaue mir nochmal das Endgame-Video an, weil dann schaut ihr einfach unnötig das Gleiche, wo ihr schon könnt. Genau. Einfach immer Sachen, die ihr neu lernen wollt. Ja, da gibt es safe ein paar Videos von Highground. Und Ja, so. eben. Genau das wollte ich gerade sagen. Wenn du eben zum Beispiel schlecht im Highground spielen bist, ich würde einen Cup einfach nur Highground gehen. Auch scheiß drauf, wenn du 100 Punkte machst in einem Contender Cup. Du hast wenigstens etwas gelernt und bist im nächsten Cup besser. Ja, das stimmt. Anstatt du einfach immer genau Ja. das Gameplay machst und einfach Ja. dann mit. Besser wäre es natürlich, wenn du das nicht im Cup musst machen, sondern dass wenn du das in den Scrims kannst machen. Ja. Ja. Weil, Aber was eigentlich auch geil ist, das ist wirklich so, dann habe ich so den Moment gefühlt, wo ich gedacht, jetzt spielen wir 1:1 wie irgend so eine, weiss nicht was, es ist halt so eine iDrop, oder nein, wer spielt die ganze Zeit? Easy und Dino. Genau, die meine ich, Quizzy und Vino, wo jede Runde heimgegangen sind, wir sind dann, das war der Trio Late Game Cup gewesen. Ich hatte dann 2 gute Mates gehabt, die sind beide im Contender und mit denen, wir haben gar nicht viel anderes gespielt, aber die haben einfach genau gewusst, wenn auf Heid, haben für mich alles bauen, haben gesagt, Levin, schau ein bisschen für Kills. Am Schluss ich habe 9 Kills, kann irgendwie 22 Kill Win kommen. Eben, weil Ohne dann weißt nichts. du auch, dass du eigentlich mehr. Also was spielst du? In der Fragger oder IGL? Eher, also keine Ahnung, einfach so eher Fragger, also ja, Okay, auf Controller, aber jetzt habe ich halt auf der Tastatur habe ich halt noch erst etwa ein Duo Cup gespielt gehabt. Ja, weil sonst, wenn du nicht sicher bist, du dir einfach eine aneignen und dann schaust Ja. einfach, was als Ja. Fragger oder als Ja. IGL musst können. Aber das Ding ist halt, bist du mit- für das. Mit Das ist Duo-Mate gut. ist aber halt eigentlich, ja halt, ja so halber Duo-Mate, aber der ist halt eigentlich einfach scheiße, also er ist zwar gut, aber er fuckt, also weißt du, er fuckt echt so die ganze Zeit ab. Und wir die ganze Zeit während dem Cup, Das ist Mate, einfach Red etwas, mit dem.
während dem Cup haben wir die ganze Liga, wo Zeit wir Beef, sind. aber wir placen gleich die ganze Zeit zusammen. Also ja, placen, wir kommen einfach immer PR. Wir haben 3 Cups zusammen gespielt, 3-mal PR geholt. Ja, wie viel dann? Ja, keine Ahnung, ja, so Top 3000 oder so. Sind wir gekommen, 2-mal. Okay. Niemand Ja, einfach wenn du von dir aus sagst, Ja, aber klar ist nicht schlecht, aber das Ding ist halt. Nein, es passt zwar eigentlich, aber das Ding ist, wir beefen die ganze Zeit. Ich sage, bleib jetzt mal bei mir. Er sagt, ja, Digga, komm doch du mal mit. Nachher geiert er die ganze Zeit auf die bessere Pump. Sagt, ja, ich bin eh besser als du, gib mir gescheiter bessere Pump und so. das ist nicht der richtige Team. Ja, aber klar nicht. Klar nicht. Aber ganz am Schluss sind wir nicht gleich. Ja, aber Ausser deswegen, wenn ihr nicht... Ausser du sagst dir, du bist jetzt IGL und dann sagst du es ihm auch, entweder ist die bessere. Nein, das kann er nicht. Das kann er nicht. Das kann er nicht. Der lässt. Ja, das mache ich. Das mache ich. Wegen dem wir dann immer Beef. Wo ich sage, dann jetzt immer, nein, jetzt lass ich mal auf mich so. Aber das sagst entweder lass ich drauf, also entweder tust du dir etwas aneignen oder du bist droppt. Ja, aber darum sage ich, Bro, neue Mate. Ich kann nicht sagen, ja, beide spielen IGL, beide... Aber, ja. Aber drum, das ist wie... Ja. Weil wenn ihr Oder jedes Mal im der Cup Rolle beefet, verteidigt, ist das ist fucking unnötig. Ja, das stimmt, Bro. Ja. Und ja, eben, wenn er sagt, ja, nein, ich spiele beides, dann musst du sagen, ja, es bringt Ja, doch nichts. aber, ja, und nachher... Ja, keine Ahnung. Und dann spielt er den ganzen Tag nur GTA. Sie brauchen sowieso einen neuen Mate. Aber ich weiß halt nicht, wie ich einen guten Mate finde, aber ich bin... Handshot? Ja. Ja, Was ja? Hallo, hörst du mich Was ja? endlich? Ein Mate? aha, ja, ich bin am Schauen halt. Also wir gehen Ja, Bro, aber das Ding ist halt... wenn ich... Hey, weiss. Also mit einem Blakes zu spielen, ich kann nicht mit Blakes spielen. Wenn ich mit Blakes spiele, spiele ich zwar immer 3-mal besser, aber merke das selber, nachher ich muss irgendeine Einstellung machen und der Blakes ist auch in der Arena viel zu viel in seinem Grinder-Dings. Und dann manchmal bin ich da nicht so... Mir geht's nicht wirklich um Punkte, mir geht's mehr um die Fights, weil ich halt practice, Aber- weißt du, was ich meine. Ja. Das ist auch... Der, Ich bin Ja. ein bisschen verspätet bei dem Video. Mhm. Stream. Arena Also, ist ja. eigentlich zum Fighten da. Arena ist so unnötig für Punkte. Mir Ja. wäre scheißegal, wenn ich auf 2000 Windows Punkte X. bin. Also, es ist Ja, einfach, ich will also- gute Nein, Fights haben steht und da einfach das? War mal so lernen. 2000, der kannst du nicht mal Contender Cup spielen. Kann Oder schon? nicht. Ja, unter 2000 nicht. Aha, Eben, da habe ich gesagt 2000.